Hallo Frau Trautwein. Wir sind jetzt 8 Monaten ungefähr nach Ihrer Gesichtsfeminisierung und ich hätte ein paar Fragen dazu. Die erste ist, welche Probleme hatten Sie denn, die dazu geführt haben, dass Sie die OP machen lassen wollten? Was das Passing angeht, war es halt schon wichtig, im Gesicht einiges zu machen, weil es doch immer ein bisschen zweifelhaft war in der Öffentlichkeit und die Leute sich immer nicht sicher waren. Ähm, auch ob man jetzt mit einer höheren Stimme spricht, hat oft nicht was gemacht, weil doch irgendwie die visuellen Eindrücke eben nicht so eindeutig waren. Und deswegen war es wichtig, mal ein bisschen was machen zu lassen. Mhm. Und warum sind Sie für diese OP zu mir gekommen? Über Empfehlungen von anderen, die vorher da waren und eigentlich nur Gutes berichtet hatten. Und weil die Fotos auf der Homepage und diese kleinen Interviews eigentlich überzeugend waren. Mhm. Und können Sie was erzählen über das Ergebnis? Was hat die OP Ihnen gebracht? Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden, weil es eigentlich jetzt in der Öffentlichkeit sehr eindeutig ist. Und ich auch merke, die Stimme ist gar nicht so relevant, wenn der Gesamteindruck irgendwie passt. Und egal, wo man jetzt ist, wenn ich auf Fortbildung bin oder so, dann ist es für alle immer eindeutig. Frau Trautwein, egal ob ich mal irgendwie ein bisschen Husten habe, tiefere Stimme habe oder nicht. Und das hat sich schon gelohnt. Ich bin auch selber zufrieden, wenn ich in den Spiegel schaue, weil mir das Ergebnis gefällt. Und wenn ich das mit Fotos von vorher vergleiche, finde ich den Unterschied doch sehr, sehr groß. Mhm. Und so wie es jetzt ist, ist es eigentlich viel besser. Okay. Und können Sie was erzählen über den Verbleib in der Klinik? Sie waren ja auch einige Zeit im Gästehaus. Das Gästehaus finde ich sehr schön. Die Zimmer sind in einem tollen Zustand, gut ausgestattet. Man hat eigentlich alles, was man möchte. Es gibt ja auch verschiedene Shampoos. Da muss man sich also keine Sorgen machen, wenn man irgendwas vergessen hat. Petra passt auf alle gut auf, kümmert Mhm. sich um die Leute sehr gut. Das Essen ist auch eigentlich fantastisch. Ja, insgesamt war es eine sehr schöne Zeit da. Auch der Austausch mit den Leuten eigentlich, wobei es immer ein bisschen drauf ankommt, wie viele gerade ihre OP hatten. Dann können sie mal mehr, mal länger reden oder eben nicht so. Aber insgesamt ist es sehr schön da. Mhm. Wenn Sie sich selber, so wie Sie waren vor der OP, noch einen Rat geben könnten, hätten Sie einen und was würde das sein? Ich hätte es wahrscheinlich schon früher gemacht, Ja. weil ich immer lange überlegt habe, mache ich es nicht. Und es lag gar nicht mal so sehr daran, dass die Kosten irgendwie abschreckend waren, sondern ich mir gar nicht sicher war, brauchst du das jetzt, brauchst du das nicht, muss man sowas unbedingt machen. Aber im Nachhinein würde ich sagen, ich hätte es wahrscheinlich gerne ein paar Jahre früher gemacht. Ja, dann wäre vieles viel einfacher gewesen. Letzte Frage, wenn jemand die Interesse hat an einer Behandlung bei uns in der Klinik, mal Kontakt aufnehmen möchte, wäre das okay für Sie? Das wäre auf jeden Fall okay, ja. Das ist ja lieb. Vielen Dank für das Interview.